Liebe Studierende, der AStA und der Rektor der RWTH haben mich gebeten, die Entscheidung zur Freiversuchsregelung ein wenig zu erläutern. Angefangen hat alles im September, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie die Freiversuchsregelung im Wintersemester aussehen könnte. Wir haben uns damals dazu entschieden, dass nur noch im Bachelorsemester und nur noch der erste Prüfungsversuch ein Freiversuch sein sollte. Die Begründung war, dass das Wintersemester weitgehend wieder in Präsenz stattfinden könne und dass wir natürlich nach 3 Semestern digitaler Lehre auch ein wenig daran gewöhnt sind. Denn für uns steht fest, dass die digitale Lehre auch ein wesentlicher Bestandteil bei uns in der Post-Corona-Zeit sein wird. Jetzt hat sich natürlich im Laufe des Wintersemesters die Situation ein wenig verändert. So kam dann Anfang Dezember die Regelung des Ministeriums, die es den Rektoraten wiederum erlaubt, besondere Rücktrittsregelungen für die Hochschule vorzusehen. Das hat zu einer Diskussion innerhalb der Hochschule geführt, wo wir einerseits natürlich verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Interessen haben. Von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird geltend gemacht, dass die letzten 1,5 Jahre sehr an den Kräften gezehrt haben und dass ein enormer Aufwand für Freiversuchsregelungen insbesondere bei dieser Gruppe hängen bleibt. Auf der anderen Seite haben die Studierenden natürlich auch den berechtigten Wunsch und das Interesse zu sagen, die Lehre ist nicht in Präsenz durchgeführt worden, wie wir uns das gedacht hatten, sondern wir haben viel mehr digitale Lehre. Deshalb haben wir diese Situation breit unter allen Gruppen im Senat diskutiert und sind dann zu einem Kompromiss gekommen, der im Wesentlichen die Interessen aller Gruppen zumindest teilweise abbildet. Das bedeutet, dass die volle Freiversuchsregelung nur noch für den Bachelor gilt, dass wir im Master aber Studierende haben, die von ihrem Selbstanspruch her auch in der Lage sein sollten, digitale Lehre zu verarbeiten und dass wir meinen, dass für diese Gruppe es zumutbar ist, auf die Freiversuchsregelung zu verzichten. Natürlich ist das ein Kompromiss, aber das ist das Wesen der Demokratie und es hat, wie gesagt, zu einer breiten Diskussion mit allen Beteiligten im Senat geführt, die dann vom Rektorat abgesegnet wurde. Darüber hinaus ist es aber wichtig, dass wir auch den Masterstudierenden keine ganz harten Entscheidungen zumuten wollen. Deshalb kam die Kompromisslösung auch zustande, dass wir kein endgültiges Nichtbestehen in Masterstudiengängen haben werden, sondern dass in diesem Fall ein weiterer Versuch genehmigt wird. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Bitte bleiben Sie gesund, damit wir alle durch eine erfolgreiche Prüfungsphase in diesem Wintersemester gehen können. Vielen Dank.